Johannes Grenzebach ist Landwirt aus der Wetterau und baut unter anderem Quinoa an. Seine Produkte verkaufen er und sein Team unter dem Label Mutter Natur. An den Einzelhandel, aber auch direkt an Kundinnen und Kunden. Zusätzlich bietet er seine Produkte auch auf der Plattform crowdfarming.com an, eine Art Bauernmarkt im Internet. Crowdfarming ist für uns ein sehr wichtiger Multiplikator. Sie haben natürlich eine riesige Reichweite, von der wir profitieren und dadurch deutlich mehr Kunden generieren können. Doch Crowdfarming ist nicht nur der Name einer Plattform im Internet. Es geht um das Prinzip der Direktvermarktung. Kundinnen und Kunden erklären sich bereit, einen Betrieb finanziell zu unterstützen. Im Gegenzug erhalten sie Anteile an der Ernte. Das stärkt die Bindung zwischen den Beteiligten. Bei Johannes Grenzebach gibt es verschiedene Möglichkeiten, Produkte zu kaufen. Ja, die erste Möglichkeit ist, das Produkt praktisch direkt in das Paket zu kaufen. Und die zweite Option wäre, dass der Kunde bei uns einen Teil des Feldes adoptiert und dann an Stichtag X seine Ernte personalisiert zugeschickt bekommt. Damit tragen die Käuferinnen und Käufer auch einen Teil des Risikos, das Landwirt Grenzebach hat. Crowdfarming ist also mehr als Einkaufen. Produzentinnen und Produzenten haben größere Planungssicherheit. Kundinnen und Kunden wissen, woher ihre Produkte stammen und wie sie angebaut wurden. Cornelia Topf hat bereits verschiedene Produkte über Crowdfarming gekauft und Ernteanteile adoptiert. Und auch ihre Quinoa kommt aus der Wetterau. Ich habe ehrlich gesagt Mutter Natur eher durch Zufall gefunden, indem ich gerade auf Crowdfarming unterwegs war und bestellt habe. Und dann festgestellt habe, dass ich auch kein Quinoa mehr im Haus habe und dann einfach Quinoa in die Suchfunktion eingegeben habe. Und Mutter Natur ist der einzige Quinoa-Anbieter auf Crowdfarming. Das Prinzip Crowdfarming erhöht die Transparenz in der Landwirtschaft. KundInnen können sich ein Bild machen, wo und unter welchen Bedingungen angebaut wurde. Ja, man hat natürlich, wenn man bei Crowdfarming bestellt, die romantische Vorstellung, dass man den Produzenten auch vor sich sieht. Das ist ja auch so aufgemacht. Ob das natürlich so ist, weiß man nicht. Also ich verlasse mich nicht drauf. Aber es ist natürlich schon so, dass das Produkt damit einem näher steht und der Produzent ein Gesicht bekommt. Und das ist jetzt, wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, definitiv nicht der Fall. Der persönliche Bezug, ein klares Plus. Doch im Vergleich zum Supermarkt hat Crowdfarming auch seine Schattenseiten. Nachteile sind vor allem für den Verbraucher darin zu sehen, dass die Produkte doch etwas teurer sind. Außerdem muss sich der Konsument explizit mit jedem einzelnen Produkt auseinandersetzen, weil er nicht einfach wie im Supermarkt eine Vielfalt von Produkten direkt auf einmal kaufen kann. Für den Landwirt ist auch ein gewisser Aufwand damit verbunden, denn es muss die Webseite gepflegt werden und es muss eben jede einzelne Lieferung direkt versandt werden. Wie produziert wird, ist beim Crowdfarming nicht festgelegt. Es gibt sowohl konventionell erzeugte Lebensmittel als auch Bioprodukte. Die Plattform crowdfarming.com fördert jedoch den biologischen Anbau. Ja, bei Crowdfarming halte ich den Aspekt Bio schon für sehr wichtig, denn die Kunden, die sich auf sowas einlassen, sind schon eher die anspruchsvolleren Kunden und die wünschen sich dann schon das Premium-Produkt, wenn schon der Aspekt der Regionalität hier nicht so gegeben ist, der ja im Allgemeinen bei der Direktvermarktung auch eine wichtige Rolle spielt. Auch für Cornelia Topf ist biologischer Anbau ein wichtiges Kaufargument, ebenso wie das Gefühl, dass sie weiß, woher die Produkte kommen. Dafür nimmt sie auch die eine oder andere Diskussion in der Familie in Kauf. Quinoa ist natürlich jetzt nicht so das eingängigste Getreide für Kinder, aber nichtsdestotrotz, meine Kinder lieben Quinoa, aber eben auch nur pur, mit Butter, sonst nichts. Darf nichts mehr dran sein. Wenn es dann um andere Produkte geht, wie Nudeln, wird es ein bisschen schwieriger. Da muss ich noch Überzeugungsarbeit leisten. Johannes Grenzebach hat seine Produktion auf biologischen Anbau umgestellt und seine Produktpalette erweitert. Mittlerweile generieren wir 1/4 unseres Umsatzes über Crowdfarming. Nicht für jede Landwirtin und jeden Landwirt ist Crowdfarming bzw. Direktvermarktung der richtige Weg. Doch Plattformen wie crowdfarming.com und andere solche Anbieter legen Produktions- und Lieferketten offen und erweitern auch die Möglichkeiten einer regionalen Vermarktung. Für die Kundinnen und Kunden eine echte Alternative zu den oft anonymen Produkten im Supermarkt und Discounter.